Im Swat-Tal wird ein Mädchen geboren. Ihr Name ist Malala. Die Taliban verbieten Mädchen, zur Schule zu gehen. Doch sie öffnet leise ein Heft. Bildung ist mein Recht, schreibt sie. Eine Kugel will sie zum Schweigen bringen. Doch sie steht auf. Sie spricht vor den Vereinten Nationen. Sie erhält den Nobelpreis. Sie verändert die Welt. Dieses Licht ist die Stimme eines Mädchens. Und diese Stimme verstummt nie. Bist du bereit? Malalas Geschichte beginnt jetzt. Juli 1997. Mingora, Swat-Tal. Ein Mädchen wird geboren, Malala Yousafzai. Ihr Vater Ziauddin ist ein Bildungskämpfer. Ihre Mutter Torpikai ist still, aber eisern. Ihr Haus ist klein, doch das Herz groß. An den Wänden Bücher, auf den Tischen Träume. Ziauddin sagt, Mädchen lernen auch, Mädchen führen auch. Nachbarn staunen, Traditionen erzittern. Mit 2 betritt Malala die Schule ihres Vaters. Sitzt auf denselben Bänken wie Jungen. Mit kleinen Händen hält sie den Stift, Augen leuchten. Ich werde auch sprechen, ich werde auch schreiben, sagt sie. Mit 7 liest sie ihr erstes Gedicht auf der Bühne. Warum schweigen Mädchen? Warum dürfen sie nicht zum Himmel schauen? In ihrer Stimme ein Sturm, im Gesicht ein Lächeln. Mit ihrem Vater klettert sie auf Berge, Wind zerzaust ihr Haar. Die Zukunft ist hier, Malala, sagt Ziauddin. In diesem Moment ahnt sie nicht. Dieses Lächeln wird eines Tages die Welt erschüttern. 2008 kommt. Die Taliban erobern das Swat-Tal. Über Nacht werden Mädchenschulen geschlossen. Explosionen, Angst, Stille. Doch die 11-jährige Malala schweigt nicht. Unter Gulmaki schreibt sie täglich für die BBC. Heute konnte ich nicht zur Schule. Mein Herz ist schwer. Aber ich gebe nicht auf. Bildung ist mein Recht. Ihre Texte verbreiten sich heimlich. Die Welt beginnt zuzuhören. 2009 dreht die New York Times einen Dokumentarfilm. Malala zeigt ihr Gesicht, blickt in die Kamera. Ich werde für Bildung sprechen. Koste es, was es wolle, sagt sie. 2011 pakistanischer Kinderfriedenspreis. Internationaler Jugendmutpreis. Die Taliban drohen. Wir bringen dieses Mädchen zum Schweigen. Doch Malala hat keine Angst. Ich kämpfe mit einem Stift. Mein Stift ist stärker als eine Kugel, sagt sie. In Schuluniform spricht sie auf Kundgebungen. Mädchen können Ärztinnen sein. Lehrerinnen. Führerinnen. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Feuer in ihrer Stimme, Hoffnung in ihren Augen. Die Gefahr rückt jeden Tag näher. Doch sie hält nicht inne. Denn der Stift eines Mädchens ist stärker als eine Kugel. Oktober 2012. Morgen. Schulbus. Malala lacht mit Freundinnen. Plötzlich steigt ein Mann ein. Wer ist Malala, fragt er. Die Mädchen schauen verängstigt. Ein Schuss. In Malalas Kopf. Die Welt hält den Atem an. Ins Krankenhaus. Ärzte, sie überlebt nicht, doch sie ist eine Kämpferin. Per Flug nach England. Birmingham Hospital. 10 Tage im Koma. Sie öffnet die Augen. Erste Worte, wo ist mein Vater, Familie an ihrer Seite. Keine Angst, sagt Ziauddin. Malala lächelt. Schwäche ist tot. Mut ist geboren, Physiotherapie beginnt. Sie kann nicht gehen, nicht sprechen. Doch jeden Tag ein Stück stärker, Rede vor den Vereinten Nationen. Ihr 16. Geburtstag. Ein Buch, ein Stift, ein Kind, ein Lehrer. Die Welt verändert sich, der Saal tobt im Stehen. Der Malala-Fund wird gegründet. Schulen für Mädchen entstehen. Diese Kugel hat sie nicht verstummt. Sie hat ihre Stimme zu Millionen getragen. Denn Malala ist nicht mehr nur ein Mädchen. Sie ist ein Symbol. Sie ist Hoffnung. Und sie heilt noch immer. Oslo. Ein kalter Wintertag. Die Nobelfriedenspreisverleihung beginnt. Malala ist 17 Jahre alt. Die jüngste Nobelpreisträgerin der Welt.
Sie steht auf der Bühne, weißes Dupatta auf den Schultern. Ruhiges Lächeln im Gesicht. Nimmt das Mikrofon. Dieser Preis ist nicht für mich. Für 66 Millionen Mädchen ohne Schule. Ich bin hier, um ihre Stimme zu sein, tiefe Stille im Saal. Dann tosender Applaus. Geteilt mit Kailash Satyarthi. Für Kinderrechte, für Frieden. Die Welt kennt sie nun. Auf Titelseiten, in Nachrichten, in Herzen ein Icon. Der Malala-Fund wächst rasch. Schulen in Afrika, Asien, Nahost. Mädchen halten erstmals Hefte, schreiben mit Stift. Werden erstmals Lehrerinnen, Führerinnen, Dokumentarfilm, Hina mit M.E. Malala. Oscar nominiert. Millionen schauen zu, weinen, Ehrenbürgerin Kanadas, UN-Friedensbotschafterin. Studiert in Oxford Philosophie, Politik, Wirtschaft. Vorlesungen, Debatten, neue Träume, Abschlussfeier. Wirft die Kappe, umarmt die Familie, lächelt. Bildung abgeschlossen, aber der Kampf nicht. Für jedes Mädchen werden wir weitermachen, ihre Bücher werden Bestseller. Iam Malala, via Displacit. Jede Zeile eine Hoffnungsgeschichte. Jede Seite ein Aufruf zur Revolution. Die Taliban wollten sie verstummen. Doch sie stellte Millionen auf die Beine. Denn Malala ist kein Name mehr. Sie ist eine Bewegung. Sie ist ein Licht. Und dieses Licht erlischt nie. Heute ist Malala 28. Absolventin der Universität Oxford. 2021 heiratete sie Amer Khan. Sie vermisst Mingora, das Swartal. Doch sie reist um die Welt. Der Malala-Fund ist eine globale Kraft. Über 200 Schulen in 15 Ländern. Millionen Mädchen gehen erstmals zur Schule. Halten erstmals Hefte, schreiben mit Stift. Werden Lehrerinnen, Führerinnen. Bildung ist kein Privileg. Es ist das Grundrecht jedes Kindes, sagt sie. Jedes Jahr 12. Juli, Malala-Tag. Von den Vereinten Nationen ausgerufen. Weltführer treffen sie. Staatschefs, Könige, Präsidenten. Doch sie bleibt dieselbe Malala. Trinkt Tee mit ihrer Mutter in der Küche. Schaut mit ihrem Vater auf die Berge. Diese Kugel konnte mich nicht stoppen. Ein Buch, ein Stift, ein Kind, ein Lehrer. Die Welt kann sich ändern. Alles kann sich ändern. Ihre Bücher verkauften Millionen. Iam Malala und via Displacit. Jede Zeile Hoffnung. Jede Seite Revolution. Die Taliban wollten sie verstummen. Doch sie stellte Millionen auf die Beine. Die Stimme eines Mädchens veränderte die Welt. Ihr Erbe. Mut, Hoffnung, Wandel. Jetzt bist du dran. Abonnieren und Glocke aktivieren. Kommentiere, wer inspiriert dich? Nächste Biografie kommt.